Zum Finale der Season 5 geht es Anfang Dezember endgültig ins 20. Jahrhundert mit dem großen DLC Aufstieg der neuen Welt. Alles, was sich ändert oder seinen Weg neu ins Spiel findet, gehen wir jetzt mal im Detail genau durch. Im Zentrum des neuen DLCs steht die neue dritte Bevölkerungsstufe mit den sogenannten Artistas in der neuen Welt. Sobald ihr 1000 Obreros, also die zweite Bevölkerungsstufe, in einer eurer Städte erreicht habt, könnt ihr deren Häuser nun zu Artistas-Häusern ausbauen, um diese auf eure Insel zu locken. Die neuen Häuser beherbergen bis zu 40 Artistas oder 85 mit vollständig erfüllten Lebensstilbedürfnissen. Solltet ihr ebenfalls den diesjährigen DLC Keim der Hoffnung besitzen, könnt ihr auch über eure Hacienda etwas bessere Artistas-Häuser bauen. Die haben dann 80 Mann oder Frau Platz, also fast doppelt so viele Bewohner wie im normalen Haus. Sind hier alle Lebensstilbedürfnisse erfüllt, kommt ihr dann sogar auf 165. Apropos Lebensstilbedürfnisse. Wie in der alten Welt bereits praktiziert, benötigt ihr nun auch in der neuen Welt Elektrizität. Diese boostet eure Fabriken und lässt eure Farm sogar Bonusgüter produzieren. Neben der klassischen Variante über Ölraffinerien habt ihr nun auch die Möglichkeit, ein großes Wasserkraftwerk auf der neuen Insel Manola zu errichten, welches auf dieser Insel alle Gebäude allein versorgen kann. Und wenn wir schon bei Manola sind, diese Insel ist eine neue, sehr große Insel im Norden der neuen Welt, die mit dem neuen DLC freigeschaltet wird. Zusätzlich zu dieser erhält die neue Welt noch viele weitere normale und kleine Inseln, sodass euch erstmal nicht der Bauplatz ausgehen sollte. Natürlich müsst ihr hierfür kein neues Spiel anfangen, die Map wird einfach in alle Richtungen erweitert. Auf Manola selbst gibt es noch weitere Besonderheiten, die wir uns dann in den nächsten Anno-News genauer anschauen werden. Eines der ersten Rezepte, die euch auffallen wird, ist das Produkt Fußball. Übrigens wird betont, dass das hier rein gar nichts mit der parallel laufenden Fußball-WM zu tun haben soll. Egal. Um Fußbälle herstellen zu können, benötigt ihr die neue Nandu-Farm. Hier wird Leder gewonnen, welches dann in der Ballmanufaktur weiterverarbeitet wird. Traditionelles Getränk der Artistas ist Mezcal, welches in der Mezcal-Bar serviert wird. Um dieses herstellen zu können, benötigt ihr Zitrusbäume, Zuckerrohrplantagen und Kräuter aus dem Kräutergarten. Sobald ihr dann die 900 Artistas geknackt habt, wird außerdem das Rezept Jalea, ein Feinschmeckergericht aus Kalamari, freigeschaltet. Kalamari wiederum fangt ihr dann in der neuen Kalamari-Fischerei. Bei 1800 Artistas schaltet ihr dann Eiscreme frei. Als Molkereiprodukt benötigt Eiscreme Milch, die jetzt auf den Weiden der Rinderfarmen als zusätzliches Gut produziert wird, aber nur, wenn diese mit Strom versorgt wird. Klingt logisch, oder? Nicht egal. Neben ganz viel Essen und Trinken benötigen eure neuen anspruchsvollen Bewohner auch Parfüm. Parfüm wird fortan vom Parfümmixer hergestellt, welcher hierfür Orchideen, Kokosnussöl und Ethanol benötigt. Weil es in der neuen Welt sehr heiß ist, dürft ihr dann auch Ventilatoren bauen. Hierfür werden 2 neue Fabriken eingeführt, die Kabelfabrik und das Motorenmontagewerk. Obendrauf werden passend zum nun laufenden 20. Jahrhundert auch die allerersten motorisierten Roller in Anno 1800 eingeführt. Zusammen mit den Ventilatoren stellen die Elektroroller das komplexeste Produkt dar, das von euren Artistas benötigt wird. So müsst ihr auch mechanische Teile wie Kabel und Motoren bis hin zu den Pigmenten für Lacke künftig irgendwo herstellen. Aber damit nicht genug, denn auch für Unterhaltung soll fortan gesorgt werden. Denn zu den Hobbys der Artistas gehört neben Fußball auch Samba tanzen und ins Kino gehen. Das Bedürfnis nach Samba stillt ihr mit der Samba-Schule. Das nach Kino logischerweise mit einem Kino, für welches ihr dann aber auch Rohfilme produzieren müsst, welche wiederum eine Chemie- und Multifabrik voraussetzen. Für die Samba-Schule produziert ihr außerdem künftig farbenfrohe Kostüme aus Baumwolle, Pigmenten und Nandu-Federn, welche voraussetzen, dass ihr auch die neue Nandu-Farm mit Strom versorgt habt. Weiter geht's mit den neuen Notfalldiensten. So lassen sich nun die Polizeistation, die Feuerwache und das Krankenhaus einmalig ausbauen. Das wiederum hat den Effekt, dass auch diese zwar mit Inputgütern versorgt werden müssen, dafür aber fortan vollautomatisch funktionieren. Und das bedeutet, dass sie bei einem Vorfall alle verfügbaren Einheiten sofort losschicken. Außerdem verringern sie die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen stark und haben eine viel größere Reichweite.
Als Beispiel muss die ausgebaute Feuerwehr mit Feuerlöschern versorgt werden, die von einem Labor hergestellt werden. In diesem Gebäude werden auch Medikamente für das aufgerüstete Krankenhaus, Pigmente für Kostüme und die Elektroroller hergestellt. Die neue Polizeistation benötigt Polizeiausrüstung, die im Arsenal hergestellt wird. Fehlt eines dieser Einsatzmittel, reagiert der Rettungsdienst auf Vorfälle wie vor dem Ausbau. Ach ja, auch in der alten Welt könnt ihr natürlich jetzt eure Notfalldienste mit dem DLC ausbauen. So, vielleicht zur Abwechslung ein bisschen Urlaub? Mit dem Bau des Strandhauses stellt ihr euren Bewohnern eine zusätzliche öffentliche Dienstleistung zur Verfügung und lasst eure Insel noch schöner und einladender erscheinen. Genau wie andere öffentliche Dienstleistungen funktioniert der Strand innerhalb eines bestimmten Radius, der mittels Strandornamenten noch weiter vergrößert werden kann. Da hätten wir zum Beispiel ein Sonnenschirmpicknick für eure Bewohner, um etwas im Schatten zu essen, eine Eisdiele für einen erfrischenden Snack in der Sonne, einen Rettungsschwimmerturm, um eure Bewohner in Sicherheit zu bringen und mehr. Jedes Ornament, das ihr baut, erhöht die Attraktivität eures Strandgebäudes und vergrößert proportional seine Reichweite. Last but not least dürfte dann auch noch ein neues Monument in Form eines Fußballstadions errichten, welches sich über 3 Bauphasen zieht. Nach der Fertigstellung könnt ihr Events starten, die sich in 3 verschiedenen Stufen je nach Einwohnerzahl freischalten lassen. DLC 12 erscheint mit dem neuen Kosmetik-DLC und Game Update 16 am 8. Dezember 2022 um 15 Uhr. In den kommenden Anno-News schauen wir dann, wie schon erwähnt, die neue große Insel Manola genauer an. Ebenso wie das neue mit einhergehende Szenario Stolz und Marktanteil. Also, pickepacke voll mit Material und von daher Abo dalassen, damit ich euch sehr gerne weiter um alles rund um Anno informieren kann.